Heute fliegen wir mit einem Schotten über Gleisen in die Hauptstadt Großbritanniens mit dem vielleicht besten Eisenbahnset, das Kubi auf den Markt gebracht hat. Mehr davon nach dem Intro. Willkommen in der Nordenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute geht es in den hohen Norden Großbritanniens. Wir fahren von Edinburgh nach London mit den berühmten Flying Scotchmen hier in der Version von 2023 als die berühmteste Lokomotive, auf jeden Fall Großbritanniens, 100 Jahre Dasein gefeiert hat. All diese Fakten bekommt ihr natürlich gleich, wenn wir uns das Kubi-Set 6292 British Steam Locomotive, so wird es bei Kubi genannt, anschauen, wenn wir den Karton öffnen, wenn wir das Set bauen, was ich euch im Intro schon kurz geteasert habe, was ihr im Thumbnail schon gesehen habt. Ich freue mich auf dieses Set aus 2677 Steinchen im Maßstab 1:35, das jetzt hier mit euch den Karton zu öffnen, mit euch zu bauen und über Fakten zu quatschen. Also steigen wir ein, denn eins wissen wir, britische Züge kommen pünktlich und schnell sind sie auch. So schön grün-schwarz strahlend wie eine After-Eight-Packung liegt auf unserem Bautisch aus der Historical Collection Trains, diesmal gebrandet mit Trademark-Logo, das Kubi-Set 6292, der berühmte Flying Scotsman, hier benamst als British Steam Locomotive Flying Scotsman. Ganz cool auch hier mit diesem gerundeten Emblem, das wir auch wirklich auf der Lokomotive finden. Wie alle Kubi-Trains in Maßstab 1:35, 2677 Steinchen schwer und mit zwei Minifiguren, den Lokomotivführer und den Heizer. Die Lokomotive habe ich schon auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen, da nur als groben Prototypen, deswegen freue ich mich ganz besonders jetzt auf die Rückseite, denn dann sehen wir noch mehr Details dieses schwarz-grün-gold-roten Fahrzeugs. Wir sehen ein Originalfoto. Ich werde euch natürlich bei den Fakten, die wir hier auch haben, auch noch mal eine Folie zwischenschieben mit Originalbildern. Natürlich kommt das Set im Maßstab 1:35 und die Pleuelstangen und die Räder lassen sich natürlich wieder drehen und wir können in den Heizraum gucken, in den Führerstand. Wir können wieder einen Deckel abmachen hier hinten beim Tender, also wir können wieder Schwarzgeld verstecken, wenn ihr welches habt. Vielleicht müsst ihr ja euer Geld beiseite bringen, damit eure Frau, Freundin das nicht sieht. Und hier könnt ihr drinnen quasi als Sparbüchse den Tender benutzen für das nächste Kubi-Set. Wir können den Kesselraum aufmachen und. Und ganz wichtig natürlich, wir haben hier auch wieder 4 Gleiselemente von Kubi, sowie, das will ich euch nicht vorenthalten, die Länge. Das ganze Set wird 66 cm lang und 13 cm hoch. Da haben wir es und auch ganz wichtig, da ist der Sticker Pad Printed, beziehungsweise nicht der Sticker. Wir haben hier keine Sticker. Wir hatten das Logo hier, das natürlich hier alles Pad Printed ist. Also im Tampondruckverfahren wir hier alle diese Applikationen gedruckt haben. Ich freue mich jetzt mal zu schauen, ob der Flying Scotchman wirklich fliegen kann, denn wir wollen ja wissen, was sich für Steine in dem Karton verbirgt. Also Flying Scotsman, flieg! Ja, Freunde, da ist der Inhalt des Kartons auf den Bautisch gelandet und wir sehen schon, ich habe euch Quatsch erzählt, natürlich nicht 4 Gleiselemente, sondern 1, 2, 3, 4, 5. Kann man ja nie genug haben. Wir haben hier aus dem Bild fliegen gesehen, natürlich wieder, oder nicht wieder, aber bei den großen Kubi-Sets jetzt immer einen Teiletrenner. Schön hier in Gelb. Ich sage ja immer, das Laserschwert des Kubi-Klemmers. Und wir sehen hier 8 Bauabschnittstüten von Kubi für unseren Flying Scotchman. Ich lege das mal hier so hin, dass man es sieht. 7, 6, 4, 5. Da sowie, tada, 3 fette Anleitungen. Wir schieben es mal ein bisschen ins Bild, so dass ihr einmal komplett seht, was sich in dem Karton verbirgt und die Anleitung wie immer natürlich mit römischen Zahlen unterteilt. So ist es jetzt
Richtig. Es spiegelt sich das Design wieder. Auf den letzten Seiten haben wir bei der 3 die Steineübersicht und dann immer etwas Werbung. Hier generell kann ich euch auf dem i meine Kobi Playlist ans Herz legen. Denn gerade was die Lokomotiven und die Waggons angeht, habe ich ja jede von Kobi gebaut. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr neu im Thema Kobi und Züge seid. Wie gesagt, 3 Anleitungen, Klammer gebunden, und wir bauen natürlich mit der ersten Anleitung voran weg. Die ersten 3 Tüten, in der zweiten dann 4 bis 5 und in der dritten dann 6 bis 8. Achtet immer auf die Legende. Wir haben hier nämlich immer Steine bei Kobi, oder nicht immer, aber immer öfter. Steine, die natürlich kompatibel sind mit anderen Klemmbausteinherstellern, aber doch in der Form und Funktion manchmal abweichen von der Größe, von der Beschaffenheit, vom Winkel, von den Rundungen. Deswegen da immer drauf achten, wenn ihr neu seid. Und dann ist es ganz simpel. Wie schon angedeutet, wir bauen uns von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte, von Anleitung zu Anleitung und von Baustep zu Baustep. Damit fangen wir an, bis wir die Tüte wechseln. Wir haben immer den aktuellen Baustep farblich hervorgehoben. Der davor ist dann immer etwas ausgegraut. Pfeile weisen uns den Weg und wir sehen immer in diesen Rechtecken, die abgerundete Kanten haben, welche Steine wir brauchen. Und es gibt Anlegehilfen, damit wir sehen oder ja, nicht sehen, sogar auf den ersten Blick das Sehen uns richtig sparen können. Wir legen einfach an und brauchen keine Noppen zählen. Auch wenn wir natürlich jetzt mit den neuen Teiletrenner auch hier die Noppen abzählen können. Da haben wir eine Skala drauf. Auf der letzten Seite haben wir dann hier, wie schon angedeutet, die Werbung. Und wir sehen, dass wir mit der ersten Anleitung hier quasi den Kessel und das Führerhaus unserer Lokomotive hier bauen. In Teil 2 dann, wie gehabt, auch Legende und die Tüten 4 bis 5. Da bauen wir dann das Fahrgestell, das sehen wir hier schon, und auch hier die Windabweiser. Beim Fahrgestell muss man bei Kobi immer darauf achten, dass die Achsen in der richtigen Richtung sind bei den Lokomotiven, sonst lassen sich die Pleuelstangen nicht bewegen. Ich finde es ganz gut, dass sie hier mal metallic sind. Das ist ein ganz wichtiger Baustep, auf den wir auch nachher im Review wieder eingehen werden, denn hier ist es wichtig, dass wir die Stangen richtig anbringen und wie gesagt, dass die Achsen alle in der richtigen Stellung stehen. Ich will mal schauen, ich habe dieses Set ja noch nicht gebaut, aber einige Züge, da seht ihr es, hier die Achsen müssen alle wirklich wie ein normales Kreuz stehen und nicht schräg. Baustep 215, ganz wichtig. Und dann natürlich Anleitung 3, da kommt dann das Tenderchen dazu. Und hier seht ihr dann auf den letzten Seiten, wie versprochen, die Teileübersicht. Sollte euch ein Teil fehlen, hier ist die Nummer. Dann gleich bei Kobi auf dem Service-Tag der Webseite monieren. Und es gibt eine kleine Anbauhilfe noch hier für die Minifiguren. Gab es früher bei Kobi nicht. Finde ich richtig toll. Jetzt haben wir viel über das Innenleben geredet. Das war aber nur das Vorgeplänkel, quasi die erste Schippe Kohle in unseren Kessel. Denn jetzt, Freunde, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Fakten, während ich für euch den Flying Scotsman im Speedbuild baue. Freunde, viel Spaß dabei! Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Heute, liebe Freunde, geht es nicht um einen Panzer, ein Flugzeug, ein ikonisches Auto oder einen Bunker. Nein, es dreht sich alles um eine wahre Ikone auf Schienen. Wir sprechen heute über den Flying Scotsman. Diese britische Dampflokomotive hat Geschichte geschrieben. Nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern weltweit. Und warum? Weil sie nicht nur unfassbar schnell war, sondern auch für Eleganz, Technik und den Stolz der britischen Eisenbahn stand. Der Flying Scotsman wurde im Jahr 1923 gebaut und trägt die Seriennummer 476. Entwickelt wurde er von dem berühmten Lokomotivkonstrukteur Sir Nigel Greasley, der zur damaligen Zeit für die London and North Eastern Railway, kurz LNER, arbeitete. Der Flying Scotsman gehört zur sogenannten A3-Klasse, einer Baureihe von Schlepptenderlokomotiven mit der Achsfolge 2C1. Im internationalen Sprachgebrauch spricht man also von einer Pacific-Lokomotive.
Was den Flying Scotsman so besonders macht, ist nicht nur seine Form, sondern seine Leistung. Am Ende des Jahres 1924 wurde er auf der British Empire Expedition in Wembley erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Und bereits ein Jahr später absolvierte er eine Non-Stop-Fahrt zwischen Londons King's Cross und Edinburgh. Eine Strecke von etwa 605 Kilometern und das ohne Zwischenhalt. Das war ein absoluter Meilenstein, denn bis dahin war auf der Strecke ein Lokomotivwechsel notwendig. Doch der große Moment kam am 3. Juli 1934. An diesem Tag durchbrach der Flying Scotsman als erste Lokomotive des Vereinigten Königreichs offiziell die magische Grenze von 100 Meilen pro Stunde. Das entspricht etwa 116 Stundenkilometern, eine Wahnsinnsgeschwindigkeit für eine Lokomotive zu der damaligen Zeit, einer Dampflokomotive wohlgemeint. Der Antrieb erfolgte über 3 Zylinder, die über eine Leistung von 2320 Pferdestärken verfügten. Die Triebräder hatten einen Durchmesser von 2 Metern, was der Lok auch ihre hohe Geschwindigkeit ermöglichte. Insgesamt brachte es der Flying Scotsman mit Tender auf eine Länge von 21,3 Metern und ein Betriebsgewicht von über 90 Tonnen. In den Jahrzehnten danach wurde die Lok nicht nur regelmäßig modernisiert, sondern auch ein echter Medienstar. In den 50er Jahren reiste sie als Symbol britischer Technik durch Australien und Nordamerika. In Australien stellte sie im Jahr 1988 sogar einen weiteren Rekord auf, mit der längsten Non-Stop-Dampf-Lokfahrt der Welt über 748 Kilometer. Doch der Ruhm hat auch seinen Preis. Nach mehreren Besitzerwechseln und teuren Restaurierungen stand der Flying Scotsman immer wieder vor den Aus. Doch die britische Öffentlichkeit und Eisenbahnfans aus aller Welt wollten ihr Symbol nicht verlieren. Im Jahr 2004 wurde die Lokomotive schließlich von der britischen Regierung und dem National Railway Museum übernommen und aufwendig restauriert. Diese Restaurierung dauerte ganze 10 Jahre und kostete fast 4,5 Millionen Pfund. Heute fährt der Flying Scotsman wieder, nicht im alltäglichen Einsatz, sondern als lebendiges Museum auf Schienen. Er ist auf Sonderfahrten und Jubiläumsreisen zu sehen, wird gehegt, gepflegt und bewundert wie ein königliches Relikt, typisch britisch halt. Seine grüne Lackierung, die klassische Form und das sonore Stampfen der Kolben lassen Eisenbahnherzen höher schlagen und erinnern an eine Zeit, in der Dampfkraft der Inbegriff von Modernität und Fortschritt war. Zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 wurde der Flying Scotsman natürlich besonders gefeiert. Dokumentationen, Ausstellungen und Sonderfahrten würdigten die Lokomotive, die längst mehr als nur ein Zug ist. Sie ist ein nationales britisches Kulturgut. Also wenn du das nächste Mal an Techniklegenden denkst, dann vergiss nicht, dass auch eine Lokomotive ein echtes Stück Weltgeschichte schreiben kann. Der Flying Scotsman hat es bewiesen, mit Geschwindigkeit, Ausdauer und einen unsterblichen Namen. Also feiern wir heute zu Recht mit dem Kobi Z6292 diese grüne Legende von den britischen Inseln. Viel Spaß jetzt beim eigentlichen Klemmbaustein-Review, meine lieben Freunde der Dampflokomotivgeschichte oder wenigstens der Klemmbausteine. Nach 7 Stunden und 50 Minuten steht er da. Der Flying Scotsman, beziehungsweise Kobi nennt dieses Set ja British Steam Locomotive Flying Scotsman D6292 aus 2025, 2677 Steinchen und 2 Minifiguren. 7,5 Stunden, die mir fast permanent Spaß gemacht haben. Ihr seht vielleicht hier, dass ich erst in der letzten Anleitung mir hier ein paar Post-its reingeklebt habe, weil ich euch da etwas zeigen möchte. Ich bin auch so weit zu sagen, dass das vielleicht für mich die schönste Lokomotive von Kobi ist. Auf jeden Fall die schönste Dampflokomotive. Gut, es gibt auch noch nichts anderes bei Kobi. Aber ganz ehrlich, das ist für mich eine Überraschung, hätte ich nie gedacht. Denn eigentlich, und da kommen wir noch später zu, ist vom Bau her der Flying Scotsman hier in der Version von Kobi, unsere 60103,
gar nicht so spektakulär. Wenn ich da zum Beispiel an die Baureihe 03 denke, die 6286 bzw. 6288, dann sehen wir auf dem ersten Blick schon, ich stelle sie euch mal ins Bild, dass diese eigentlich viel komplizierter aussieht, alleine wenn wir hier an die ganze Kulissensteuerung denken, wenn wir hier den ganzen Aufbau auf dem Kessel so sehen und auch optisch dann hier am Führerstand, sieht unsere Baureihe 03 viel komplizierter auszubauen als hier unser Flying Scotchman. Und das zieht sich auch durch bis zum Tender. Ich stelle sie mal kurz hier hin, der auch viel leichter zu bauen aussieht als zum Beispiel auch hier unser Tender von der Baureihe 03. Das verhält sich mit der Baureihe 52 von Kobi, die 6287 in meinem Fall oder auch die Kriegslok ganz genauso. Hier haben wir elegantere Formen und dadurch wirkt der Bau auch viel, viel einfacher. Ich stelle den Tender jetzt mal hier an die Seite, auch wenn die natürlich nichts mit dem Set originär zu tun haben. Ich muss euch einen kleinen Disclaimer geben, wenn wir jetzt hier über die Teile sprechen, die über sind. Ihr seht hier, dass ich ganz viele dieser eigentlich im Set enthaltenen olivgrünen Bars mit kleinen Bars obendrauf oder Tubes mit kleinen Bars. Man nennt sie auch umgangssprachlich in Kobi-Kreisen die Bügelperlen-Applikatoren, diese Rohrelemente in grün hier über habe. Das habt ihr zu Hause nicht. Ich habe, und das habe ich schon oft in Videos erwähnt, so eine kleine Box, die immer beim Kobi-Bau auf meinem Tisch steht. Und da seht ihr hier, da sind eine ganze Menge Ersatzteile immer über oder auch Zubehörteile, die immer so überbleiben beim Bau, wenn ich Kobi-Sets baue oder umbaue. Ich habe mir hier zum Beispiel schon mal Arretierungsstangen oder Richtstangen gebaut für Artillerie. Immer mit diesem weißen Applikator, den Bügelperlenapplikator, den Aufnopper, weil die eigentlich in den Sets ja immer überbleiben. Und ich dachte mir so, hey, diese Steine in grün, die hätte ich lieber in meinem Portfolio. Die finde ich cool. Die hätte ich lieber. Da kann man Rohre rausbauen für irgendwelche militärischen Geschichten. Irgendwas kann man damit machen. Also warum nicht diese gegen weiße austauschen, und in diesem Set sind die weißen verbaut, die ich sonst hier über hatte, nicht die grünen. Sonst haben wir halt hier eine Menge über an Kleinkram, Klammern, Bügelperlen und Abdeckungen, Bolzen und ein paar kleine Stäbe in allen Formen. Also ihr hättet diese grünen Stangen nicht über, nur diese kleinteiligen Geschichten hier, die kleinen Bügelperlen und Stänkchen. Ich habe es ausgetauscht. Warum, weshalb, wieso, habe ich euch gerade gesagt, weil ich somit einfach mein Steine-Portfolio ein bisschen aufwerten kann. Richtig cool ist der Baustep, wo wir diese Bügelperlen-Applikatoren brauchen, nämlich als Zapfen zum Verbinden hier der einzelnen Elemente beim Kessel. Da hole ich nochmal hier unsere Baureihe 03 rein zum Vergleich. Hier bei Kobi bauen wir quasi mit diesen großen runden Slopes, die wir von Schiffen kennen, wo wir Rümpfe bauen, auf einen Unterbau mit Bricks hier durch, und da klatschen wir links, rechts diese Slopes dran. Das ist jetzt bei dem Flying Scotchman hier anders. Da bauen wir einzelne Elemente, ihr seht hier die Lücken, und die stechen wir dann zusammen, beziehungsweise nicht stechen, wir stecken natürlich, hier tut keiner wem weh. Und ich klappe es mal hier auf und ihr seht es hier zum Beispiel beim Baustep 105, da packen wir diese einzelnen Elemente zusammen und sie werden dann mit den Stangen fixiert, beziehungsweise von unten, ihr seht es hier durchscheinen, auch von Plates. Also eine wirklich interessante Bauweise, gefällt mir. Also wirklich so einzelne Ringelemente, die dann quasi kalt verschweißt werden mit Kobi-Steinen, mit diesen Zapfen, weil ihr wisst ja, wie es ist, Kobi-Steine kriegt man nicht so einfach auseinander. Diese Farbe Grün wirkt vielleicht für euch auf den ersten Blick ein bisschen komisch oder zu grell. Im Original heißt es ja Apple Green. Es kommt schon so ein bisschen hin mit so einem Supermarkt eingeschweißten Apfel, das passt hier. Es ist halt das originäre Kobi Hellgrün, was wir ab und zu vereinzelt in Sets sehen. Ich habe ganz viele dieser Steine, ich habe ja ältere Kobi-Steine-Sammlungen und Sets, und da kommt es ganz oft vor, in der Action Town Serie zum Beispiel, da haben wir öfter dieses Grün. Leute, die jetzt nur Militarier bauen, die kennen eher das dunkle Grün, aber das hier ist also ein Grün, was Kobi eigentlich schon sehr lange im Portfolio hat. Nur das mal so am Rande, bevor wir jetzt richtig deep einsteigen. Wir haben hier, und das muss ich euch noch als Disclaimer sagen, auch als Nachweis oder als Hinweis, die 60103, und ich habe mich in den Fakten natürlich auch hier auf den Flying Scotchman in dieser A1 bzw. A3 Version ja bezogen.
Natürlich ist die Strecke gemeint beim Flying Scotsman und es gibt ganz viele andere Lokomotiven halt auch jetzt bis heute ja wird dort auf dieser Strecke ja in paarweise, so was mal angedacht, gefahren von halt Schottland nach Großbritannien ins Herz, in die Hauptstadt nach London. Deswegen hier natürlich beziehen wir uns auf alles so rund um die 60103 bzw. diese Pacific Dampflokomotiven aus der LNER-Geschichte bzw. dann der British Railway. Und Apple Green habe ich euch angesprochen, aber das war diese Lokomotivenart nicht immer, denn in der LNER-Variante war sie Apple Green, dann war sie im Krieg mal komplett schwarz, also das Derivat der Kriegslok von Kobi, die ist ja hellgrau, hier müsste man sie schwarz umbauen, wenn man das will, und dann unter Hoheit bei der Zusammenlegung unter British Railway Führung war es dann auch mal ein Blau und dann auch wieder Apple Green. Das nur so mal am Rande. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Zug, weil er einfach etwas, der Zug ist das falsche Wort, weil es fehlen ein paar Waggons. Das ist die Hoffnung, dass Waggons noch kommen. Aber mir gefällt diese Dampflokomotive richtig gut, diese Schlepptender-Lokomotive. Einfach, weil wir hier wirklich mehr Farben haben. Es ist was anderes als das Rot-Schwarz einer deutschen Lokomotive. Wieder halte ich die BR03 da rein. Ihr seht es auf den ersten Blick schon, wir haben hier Metallic, Rot und Schwarz als Haupt- und Mitteltöns Clear. Und hier haben wir einfach auf den ersten Blick schon viel mehr Farben. Wir haben das Weiß hier vorne bei den Leuchten, Grau, Metallic, Gold, Schwarz, Orange, Grün, auch Transclear und Rot und sogar ein Gelb ist verbaut. Ich mag diese Lokomotive. Ich spreche jetzt mit euch über die Anleitung, warum ich hier hinten Markierungen gemacht habe, weil wir haben ja viele Drucke hier. Die schauen wir uns auch gleich an im Detail. Keine Angst, ihr bekommt alles gleich noch im Detail. Aber die Drucke verwirren beim Bau etwas, weil zum Beispiel, wenn wir mit der ersten Tüte fertig sind, Steine überbleiben, bunte Steine, und man dann aufpassen muss, wo die verbaut werden, weil man diese Steine auch teilweise, ihr müsst mal einfach im Speedbild gucken, zusammengebaut bekommt. Man muss sie dann teilweise doch, auch weil sie zusammen bedruckt waren, auseinanderbauen und man braucht sie dann später bei späteren Bausteps, wie hier zum Beispiel. Da braucht man sie dann wieder und deswegen habe ich das mir einfach mal markiert. Ihr müsst einfach darauf achten, auf die Steine, wie sie bedruckt sind und wo ihr sie braucht. Und ein Stein, den habe ich auch die ganze Zeit ja, gesucht gehabt. Das ist nämlich hier so ein 1x3er, der bedruckt wird, so ein 1x3er Plate. Und da musste ich Gott sei Dank am Tender nur ein bisschen wieder auseinanderbauen, bis ich es gefunden hatte, weil hier liegen mehrere 1x3er Plates im Set mit drin. Und wenn dann eines bedruckt ist an der Kante, das ist dann schon ziemlich ärgerlich. Da muss man echt aufpassen. Hier seht ihr das Teil, da ist es an der Kante hier bedruckt. Und passt einfach auf mit diesen bedruckten Steinen, diesen grünen, mit diesen orangenen Applikationen bzw. mit diesem Strich. Passt damit auf, wenn ihr das Set baut. Legt sie euch an die Seite und wundert euch nicht, wenn sie bei der einen Tüte überbleiben. Und ihr braucht sie dann halt sowieso in den nächsten Bautüten, in den Bauabschnittstüten. So, jetzt hole ich unsere Flying Scotsman erstmal einmal heran. Und ja, eigentlich könnte man auch sagen, unsere Eisenbahn oder unsere Lokomotive, oder anders, unsere lokomotiviale Geldschatulle, weil wir können hier ganz cool, das zeige ich euch mal vielleicht am Anfang, ich habe es gesagt, man kann hier nämlich ganz cool die Kohle rausnehmen, weil wir haben hier nichts geklemmt, es liegt nur auf Zapfen auf und können dann dieses Teil hier, was ja die Kohle darstellen soll, einfach aufnehmen. Hier seht ihr, da ist eine Stange, die rausguckt und hier haben wir auch Stangen, die rausgucken und dann könnt ihr in diesem Tender, der ja Kohle-Wasser gebunkert hatte, auch einfach Kohle ja, reinlegen und habt dann Geld gespart, ein heimliches Versteck für eure nächste Kobi-Lokomotive. Auch hier hinten können wir abnehmen. Das ist ziemlich cool. Schauen wir uns doch mal gleich die Figuren an, während ich hier schon die Lokomotive bzw. den Tender zum Entgleisen bringe, weil die Figuren sind auch cool. Ich mag ja neutrale Kobi-Figuren. Wir haben hier unseren Heizer, schön blau mit hellblauem Hemd, ziemlich dreckig mit Schaufel und ja, typisch rot-blonder Frisur. Typisch meine ich so britisch. Wir kennen diese ja, Overall-blaue Hemden von diversen Kobi-Eisenbahn-Sets. Und dann haben wir hier unseren ja, Lokomotivführer mit weißem Hemd, mit Barett
oder ja, Boxermütze, wie ihr immer es nennen möchtet. Man kann es ja auch so machen. Ne? Also auf dem Karton, ihr seht es da hinten, hat das ein bisschen schräg. Ihr könnt aber auch so eine Schlagmütze rausmachen, ist ja auch typisch britisch. Also gefällt mir auch ganz gut, älterer Herr. Und wir sehen hier überall so schwarz die Taschen und Knöpfe angenäht. Ich finde es cool. Bisschen schwierig ist, die Figuren im Führerhaus zu verstecken bzw. unterzubringen, zeige ich euch aber gleich. Wo ich jetzt gerade hier den Tender schon abgekoppelt habe, ist ganz cool, euch darauf hinzuweisen, dass wir hier eine Verlängerung haben. Wir können also hier die Kopplung zwischen Lokomotive und Tender verlängern, weil es hier echt sehr eng ist. Man kommt da wirklich sehr schlecht hin mit dieser Verlängerung, die Kobi dabei hat, nämlich hier eine 1er Plate auf so einer sehr dünnen Fliese. Damit können wir einfach den Abstand verlängern und haben somit einfach die Möglichkeit, das viel besser anzukoppeln. Das ist sonst bei Kobi wirklich immer sehr schwierig, bei den Lokomotiven die Tender anzubringen. Da braucht man sehr kleine, schmale Finger. Und Kinderarbeit wollen wir ja nicht. Gucken wir uns den Tender an. Ganz geil hier den Druck, British Railways, hier mit den typischen roten Löwen. Das ist das, was ich meine. Wir haben hier nicht so komplizierte Aufbauten. Wir haben es massiv durchgebaut auch. Wir haben hier so kleine Elemente, die Kobi lustigerweise in seinen Weihnachtssets, diese 1x3er Plates mit den Bars auf jeder Seite, die benutzt Kobi für eine kleine Dampflokomotive in den Weihnachtssets, finde ich ganz lustig. Und wir haben hier viele dieser Pfannenelemente oder ja, Lupenelemente und da stecken wir die auf Noppen von der Seite, Bauchringsumkehr und haben hier dann trotzdem eine sehr komplizierte Anordnung. Dann wir haben hier die 4 Räder, ihr seht eigentlich nur 2, die anderen sind hier nur Show. Das ist sowieso bei dieser Lokomotive der Fall. Wir haben nämlich hier keine wirklichen beweglichen Räder, auf jeden Fall nichts auf Drehgestellen. Dann von hinten haben wir hier Handläufe, wir haben eine Tür, die theoretisch nach hinten gehen würde in die Waggons, weil wir haben ja schon gehört, diese Eisenbahn oder diese Lokomotive ist gefahren, ja im Dauereinsatz, immer hoch runter und hat Geschwindigkeitsrekorde und Langstreckenrekorde gemacht. Und damit man keinen Fahrerwechsel machen musste, also anhalten musste, sind die dann halt aus den Waggons hier durchgegangen nach vorne in die Lokomotive und somit konnte der Lokführer auch ausgetauscht werden, beziehungsweise das Personal. Die Tür ist aber ganz cool gemacht und ups, jetzt habe ich hier schon die Kopplung, beziehungsweise den Zapfen für die Kupplung zu imaginären Waggons rausfliegen lassen. Die gibt es von Kobi natürlich nicht. Wäre cool. Ich glaube, wir alle wünschen uns mehr Waggons. Muss ja nicht immer alles in der Preisklasse der Companion-Wagen sein von Kobi. Deswegen gerne da mehr Kobi. Ja, das ist eigentlich der Bau. Wir haben hier eigentlich alles wie immer auf Brackets, also Bauchrichtumkehrwinkel mit Noppen und da klatschen wir das dann drauf. Massiv gebaut, ich habe es euch gesagt. Daher auch sehr einfach, weil wir hier wirklich Steine haben und große Plates. Da gibt es wirklich nichts, wo ich sagen möchte, da muss man riesengroß das Altersniveau eines Bauers nach oben heben. Natürlich aufgrund der vielen Kleinteile muss man schon mal aufpassen. Und hier übrigens, da ist dann das Loch für die Kohle zum Rausschaufeln nach vorne. Und ihr seht schon hier, ich habe es ein bisschen losgemacht. Da seht ihr auch, was ich meine. Hier mit Bauchringsumkehr, mit so Brackets, da klemmt man es dann dran. Und da ist halt imaginär die Kohle und die Klappen. Und da könnte man auch jetzt meinen Geldschein durchscheinen sehen. Aber nein, das ist die eiserne Ration für die nächste Kobi-Lokomotive. Dann hier, sie läuft sehr gut auf unseren 5 Schienen. Man muss leider bei Kobi immer ein bisschen Gewicht drauf machen und drücken. Ihr seht auch, dass wir hier nur unsere 3 Räder laufen lassen. Hier vorne, das schwebt mehr unseren Vorläufern und auch hinten die Räder, die sind nicht wirklich ja, in den Gleisen drinne, weil wir sonst auch gar nicht ja, um Kurven kommen würden. Und ihr wisst ja, bei Kobi Lokomotiven nur R88 Radien. Wer sich zu Hause eine Eisenbahnplatte bauen möchte mit Kobi Lokomotiven, der braucht eines, nicht nur viel Geld, der braucht auch sehr viel Platz. Tolle Drucke, ich habe es euch gesagt, hier Flying Scotchman, da haben wir die Nummer, wir haben hier Plaketten und das Thema Drucke ist nicht nur von außen das Beste, sondern hier innen drinnen. Wir haben hier sehr detailliert den Führerstand. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung ein Video, wo man das im Original sieht und dann sieht man echt krass, dass Kobi es hier im Rahmen seiner Möglichkeiten gut hinbekommen hat. Und hier hinter sind Kobi-Sitze versteckt und da könnten wir die Minifiguren drauf sitzen lassen. Leider keine Noppen, weil ich lasse
immer am liebsten natürlich einen Lokomotivführer, auch die Lokomotive führen, indem er drinne steht. Wir können das Dach abmachen und sehen hier verschiedene Hebel. Wir haben hier so Glaszylinder, die es auch im Echt gibt. Und jetzt brauche ich Fingernägel. Tada! Und wir können hier rein in den Feuerschacht gucken. Und da sehen wir auch hier das Feuer lodern. Und wir haben sogar hier Holzbretter und da haben wir die Sitze. Richtig cool. Ich bezweifle aber auch, dass mit den Sitzen das gut funktioniert, weil ich glaube, wir haben hier die Arme, die im Weg sind. Also ihr seht so ein bisschen, ja, muss man das so schräg reinklappen. Ihr seht es, weil der Arm im Weg ist. Also vielmehr nicht der Arm, aber hier die Schulter. Aber es würde passen, sie würden halt so schräg sitzen. Würde, glaube ich, auch ganz gut dann aussehen, wenn man hier von hinten drauf guckt. Aber ich packe die Figuren meistens immer so hier an die Seite, an den Handlauf und lasse sie dann so schweben. Das wollte ich euch zeigen. Viele Drucke hier, Thermostate, ja, Druckanzeiger und so weiter. Und wie gesagt, hier auch in Original gibt es diese Glaszylinder. Schon richtig geil, was wir hier an Details haben und auch, dass wir echte Fenster haben und diese umrandet auch bedruckt sind. Dann generell bei dieser Lokomotive einfach geil, diese stromlinienförmige. Wir haben hier diese Schräge gebaut. Beim Bauen hat schon Spaß gemacht. Überall haben wir Rundungen. Es war ja eine Hochgeschwindigkeitslokomotive. Ganz geil, überall goldene Applikationen. Hier solche kleinen Hobelteile von Kobi, die wir hier vorne haben, unterhalb der Witte Windabweisbleche. Richtig cool. Und dann seht ihr hier, was ich meinte mit diesen, da kann man sogar ganz leicht, wenn ihr mal genau guckt, wenn ihr gut genug die Auflösung schaut, die Zapfen innen drinnen noch sehen. Und auch hier oben seht ihr alles, was so hier den Dampfdom angeht und auch hier die Aufbauten, alle sehr windschnittig gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Natürlich wiederholt sich das hier immer so ein bisschen und wird dann ein Tucken langweilig. Aber das Ergebnis lässt es dann wieder wettmachen, dass man sich hier vielleicht ein bisschen gelangweilt hat. Die größte Baustelle eigentlich, finde ich, bei dieser Lokomotive, und das war auch bei der Baureihe 03 so, ist diese labbrige Klappe hier. Die hängt halt hier nur an so einer C-Clamp-Element. Da könnt ihr übrigens reingucken. Und was ich ganz geil finde, ist, dass wir diese Techniksteine haben und damit auch diese Röhrenelemente, wie sie ja echt in so einem Kessel waren, gut dargestellt haben. Das gefällt mir richtig klasse. Aber die Klappe hier, die labert so ein bisschen rum. Das gefällt mir nicht so. Dafür aber toll auf jeden Fall hier der Druck und auch hier die Befestigung sieht cool aus. Auch markant beim Flying Scotchman, ist hier diese Anschlussgeschichte mit Rot und Weiß. Ketchup und Mayo habe ich so aus Spaß beim Bauen mir genannt bzw. gedacht. Dann haben wir hier vorne noch als Element, das mir jetzt leider ein bisschen rausgefallen ist beim Anfassen. Ist halt so bei Kobi-Sets mit so vielen Details, da kann das passieren, dass mal etwas abgeht. Kobi-Lokomotiven sind auch, glaube ich, meistens dafür designt, dass man sie sich anguckt und nicht, dass man sie großartig fahren lässt. Ich glaube, Kobi denkt da auch an den Platz. Trotzdem könntet ihr das. Ihr seht hier überall die Zahnräder, sind sogar offen. Und man müsste halt hier ein bisschen umbauen, massiv, aber die Bricks rausnehmen und dann vielleicht mit einer Achse durch und einen Minimotor darunter verstecken. Das, glaube ich, geht schon ganz gut. Ihr seht aber hier, Vorläufer ist starr. Das geht nicht. Und auch hier hinten ist alles starr. Wir können hier nichts bewegen, außer mit Druck auf den Schienen hier dann unseren ganzen schönen, ja, Antriebsstrang mit der Kulissensteuerung. Also gefällt mir, es klackert ein bisschen. Ich sehe auch gerade hier, es ist aus den, auch ganz schön, hier zeige ich euch nochmal die Drucke. Wir bauen hier schön Bauriesenumkehr mit diesen Steinchen, die wir auch mittlerweile ja kennen von Mega und Co. Sogar bei GoBricks gibt die, da können wir jetzt hier so raufdrücken. Aber ich sehe gerade hier durch das viele Fahren, habe ich schon eine dieser Stangen rausfallen lassen. Wie immer müsst ihr bei Kobi, und ich habe es euch vorhin bei der Besprechung des Sets gesagt, beziehungsweise der Anleitung, darauf achten, wie die Achsen stehen, damit wir hier auch wirklich eine, ja, fahrbereite Lokomotive bauen können. Weil in der falschen Stellung der Achsen, die die Räder halten, dann passt dieses ganze Gestänge nicht, unsere ganze Kulissensteuerung funktioniert dann nicht, beziehungsweise nicht Steuerung, sondern der Antrieb halt. So, ich finde sie toll. Alles, was jetzt noch fehlt, bekommt ihr gleich natürlich noch bei den Fakten, die ihr bei den Bildern bekommt. Da sprechen wir noch mal ein bisschen über alles. Ihr bekommt bei den Bildern noch mehr Draufsichten. Und ja, Freunde, das Video hat 7,5 Stunden gedauert für den Bau alleine.
Die Besprechung dauert natürlich auch wieder etwas länger, einfach weil wir hier eine super tolle, ikonische Dampflokomotive haben. Und ich habe es euch gesagt, eigentlich bin ich nicht so der Fan von dem ganzen Thema Züge, eigentlich. Und wenn dann sehr zentrisiert auf halt, deutsche Eisenbahngeschichte. Aber mit den Flying Scotchmen ist mir hier wirklich ein Türchen geöffnet worden. Danke, Kobi. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe bei der Recherche angefangen sogar zu gucken, wie heißen diese Windleitbleche, dass sie von Witte kommen und dass sie ja auch Scheuklappen genannt wurden oder Elefantenohren oder auch Schabracken. Also echt so ein Kram habe ich mir hier dank diesem Set einfach mal als Fakten reinziehen können. Und ich muss sagen, wirklich, wir haben vielleicht eine leichtere, schlichtere Bauweise. Wobei ich mich da auch selber hinterfragen muss, ob dieses Zapfengestecke hier schlichter ist. Vielleicht. Wir haben massive Bricks verbaut, schwarze Bricks hier unten drin. Ihr seht das hier überall. Also ich weiß, keiner nimmt so ein Set zum Schlachten. Aber es ist einfach am Ende des Tages eine Ikone, die britische Ikone, vielleicht neben der ersten Lokomotive der Welt, die wir so kennen aus dem Vereinigten Königreich bzw. von den britischen Inseln. Also wirklich der Hammer. Und wie gesagt, meine Fakten beziehen sich natürlich mehr hier auf diese A1 bzw. A3 Geschichten, die Pacific-Baureihe hier von Kobi dargestellt. In der, wie gesagt, 2023er Version, als die Lokomotive ihr 100-jähriges gefeiert hat, beziehungsweise da auch dann zu diesem Jubiläum restauriert wurde für viel Geld. Das habe ich euch alles gerade in den Fakten erzählt. Schreibt mir bitte bis hier schon mal eure Meinung zu diesem ikonischen fliegenden Schotten in die Kommentare. Wie gesagt, ihr bekommt jetzt gleich noch einmal Detailbilder und wenn ihr Ergänzungen habt zu meinen Fakten, bitte schreibt die auch unten in die Kommentare, denn nur mit euch lebt ja hier auch dieser Kanal bzw. diese Geschichte, dass wir neben den Sets auch noch Geschichten erzählen. Das ist hier ein Mitmachkanal. Und dass wir hier die 5 Gleiselemente haben, habe ich ganz vergessen, aber das zeige ich euch zum Schluss. Das sind die typischen Kobi-Gleise, die wir kennen, immer mit hier bei der Kopplung, diesen Doppelschwellen, so nenne ich das mal. Sind cool, mir gefallen sie. Leute, die mit Lego-Schienen arbeiten, lachen da immer drüber, aber mir gefallen sie ganz gut, weil sie einfach am realistischen aussehen. Und hui, jetzt soll hier unser Heizer nicht überfahren werden. Deswegen bauen wir alles nochmal sauber auf und dann ganz im Gegenteil, ich verabscheue mich und verabschiede euch in die Detailfotos. Und dann sehen wir hier nochmal das, was ich euch sagen wollte, mit dem Koppeln, dass wir hier da wirklich immer so ein bisschen rumfingern müssen und mit dieser Verlängerung geht das viel besser. Eine Sache zum allerletzten als Punkt habe ich euch unterschlagen, das ist nämlich der gelbe Teile-Trenner, der natürlich auch in diesem Set inne gelegt hat. Und das ist ja für mich somit das Highlight, dass wir diese Teile-Trenner mittlerweile haben. Und ihr seht es auch, wenn ihr euch den Speedbuild nochmal anguckt, vielleicht weil ihr die Fakten nochmal hören wollt, dass ich den auch gebraucht habe. So, nun aber genug erzählt bis dahin. Ihr bekommt Detailbilder, dann gibt es wieder was auf die Ohren und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen, Detailbilder, damit ihr alle sehen könnt, was ich vielleicht übersehen habe und ihr euch unabhängig von mir eine Meinung bilden könnt. Die berühmte Zugverbindung Flying Scotchman ist weit mehr als nur eine Lokomotive. Sie ist eine lebende Legende der britischen Eisenbahngeschichte. Die Strecke zwischen London und Edinburgh wird seit dem Jahr 1862 regelmäßig befahren und ist etwa 393 Meilen, also rund 632 Kilometer lang. Der Spitzname Flying Scotchman tauchte erstmals in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts auf. Im Jahr 1924 wurde er dann offiziell als Name für den Luxus-Expresszug übernommen, der genau von Londons King's Cross nach Edinburgh Waverley fuhr. Zunächst mit Zwischenhalt, ab 1928 sogar ohne Halt auf der ganzen Strecke. Anfangs dauerte die Fahrt etwa 10 Stunden und 30 Minuten. Später wurde sie auf 8 Stunden und 3 Minuten verkürzt. Dafür wurde eine neue Lokomotive eingesetzt, die LNER Class A1, die später zur Class A3 umgebaut wurde. Die berühmteste davon,
Die Flying Scotchman, gebaut im Jahr 1923 in Doncaster, erhielt ein Jahr später ihre legendäre Nummer 4472. Aber darüber haben wir gerade schon in den Fakten gesprochen. Am 30. November 1934 erreichte sie als erste Dampflok Großbritanniens offiziell eine Geschwindigkeit von 100 Meilen pro Stunde, also rund 168 Kilometer pro Stunde. Ein Weltrekord zur damaligen Zeit, auch gerade schon erwähnt, aber wichtig für das geschichtliche Verständnis dieser legendären Strecke. Die Züge waren aber nicht nur schnell, sondern auch luxuriös. Schon ab den späten 30er Jahren wurden Speisewagen, Barberbereiche und sogar Friseursalons an Bord angeboten. Die Reise war also nicht nur effizient, sondern auch stilvoll, so britisch wie es eben nur ging. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Luxus runtergefahren, also die Verbindung blieb natürlich bestehen. Die berühmteste Lok erhielt aber, und das habe ich euch gerade im Review schon gesagt, einen schwarzen Anstrich. Nach dem Krieg wurden die Züge modernisiert. Die eigentliche Lok Flying Scotchmans wurde im Jahr 1963 ausgemustert, später von privaten Besitzern übernommen und war unter anderem in den Vereinigten Staaten und Australien auf Tour. Dort stellte sie im Jahr 1989 den Rekord für die längste Non-Stop-Dampflokomotivenfahrt auf, über 422 Meilen. Die Strecke wurde ab den 90er Jahren elektrifiziert. Heute fahren moderne Hochgeschwindigkeitszüge wie der Asoman in etwa 4 Stunden und 45 Minuten von London nach Edinburgh. Die original restaurierte Flying Scotchman gehört heute dem National Railway Museum in York und ist wieder betriebsfähig. Sie wird für Sonderfahrten eingesetzt und begeistert Eisenbahnfans auf der ganzen Welt. Ein Video dazu habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Als Fazit kann man sagen, die Linie des Flying Scotchman ist ein Symbol für Technik, Eleganz und nationale Identität. Damals wie heute und mit jeder Fahrt bleibt ein Stück Eisenbahngeschichte lebendig. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, auf jeden Fall schneller als eine Fahrt von Edinburgh nach London King's Cross gedauert hat. Ist ja auch logisch, obwohl das hier ein Schnellzug ist, haben wir hier kein Flugzeug und vor allen Dingen auch das Beamen war damals und ist bis heute nicht erfunden worden. Ein Hammer-Set, ich habe es euch gesagt, ich war euch gerade noch schuldig, dass ich diesen Herrn hier ja ganz dolle benutzt habe. Eine der besten Erfindungen von Kubie seit langem und natürlich auch hier dieses Set ist eine coole Erfindung von Kubie. Ich habe es euch gerade gezeigt und ich bin nicht müde, es zu wiederholen. Wir haben bei Kubie geile Lokomotiven, wir haben geile Sets. Ich habe euch jetzt schon ein paar Mal hier die Baureihe 03 reingehalten, stellvertretend für die anderen Lokomotiven von Kubie, die sich hier befindliche Flying Scotchman oder der befindliche Flying Scotchman darf sich an der ersten Stelle meiner Meinung dieser ganzen Reihe von Lokomotiven einreihen. Ich bin ganz gespannt, was da von Kubie vielleicht noch kommen wird und die große Frage, haben wir vielleicht auch mal irgendwann eine Lokomotive, die vielleicht keinen Dampf erzeugt, sondern eine Diesellok oder eine E-Lok oder halt irgendwas Modernes. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch da von Kubie wünschen würdet. Ganz ehrlich, bei mir an erster Stelle stehen einfach mehr Waggons, gerade wenn wir hier über die deutschen Lokomotiven sprechen oder natürlich auch hier über unseren Flying Scotchman. Ein tolles Set, das beste Set, ich habe es euch gesagt. Ich kriege irgendwie Bock, wenn ich dieses Apfelgrün hier sehe, jetzt gleich mir einen Apfel reinzupfeifen oder wenigstens Apfelringe aus Weingummi. Das ist hier einfach ein Set, das mir richtig Spaß gemacht hat zu bauen. Und ich glaube wirklich, wenn ihr anfangen wollt, Lokomotiven aus dem Hause Kubie zu bauen, fangt doch gleich hier mit an. Die anderen sind auch richtig geil, aber ein Tucken, würde ich sagen, aufwendiger zu bauen. Aber auch da, wenn ihr diese Sets gebaut habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, denn wir wollen hier ja diskutieren. Wir sind eine Community. In diesem Sinne, Freunde, eine Lokomotive ist kein Auto, kein Flugzeug, aber fährt trotzdem. Deswegen wünsche ich euch eine gute Fahrt. Und very British sage ich goodbye, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.